sich bestimmt nichts an. Sie ist stark. Und wenn doch? Ich könnte nicht glücklich werden, wenn ich wüsste, dass ich ihr Leben auf dem Gewissen habe. Genau das hat sie beabsichtigt. Ich weiß schon längst, was ihr von mir denkt. Aber mir macht das schon nichts mehr aus. Ich weiß nämlich selbst, dass ich am Boden bin. Bei einer so schönen Frau wie dir bin ich mehr als großzügig. Wie, du bist auch hier? Andi. Ja, sie hat allen Grund, uns zu hassen. Aber so wie ich sie kennengelernt habe, diese Frau hat mich geschlagen. Die tut sich nicht selbst was an. Sie hat uns prophezeit, wir würden niemals glücklich werden. Das war eine Drohung. Sie versucht mit allen Mitteln so zu tun, als wären wir schuld, wenn ihr irgendwas passiert. Deshalb ist sie untergetaucht. Cecile, ich kann durchaus verstehen, dass es dir schwerfällt, Silke gegenüber fair zu bleiben, aber... Ich bin fair. Aber deine Anschuldigungen gehen nun mal zu weit. Ich will mich nicht mit dir streiten. Schon gar nicht wegen Silke. Dann hör bitte endlich mit diesen Verschwörungstheorien auf. Du hast im Moment schon genug Stress am Hals. Dann muss ich dich nicht auch noch fertig machen. Auch wenn du mir ziemlich deutlich gesagt hast, wie ätzend du mich findest. Felix, auf geht's. Felix, warte. Als ich gesagt habe, dass ich dich hassen würde, das habe ich nicht so gemeint. Ich war einfach total sauer. Als mich alle fertig gemacht haben und ihr mich aus der WG geschmissen habt. Für mich warst du einfach an allem schuld. Ja, das habe ich gemerkt. Dabei bist du der einzige Mensch, der mir noch wirklich was bedeutet. Ich kann verstehen, wenn du mir das nicht glaubst. So, einmal Eiskonfekt und eine Giga-Apfelschorle. Danke. Na, das ist ja ein kurzer Kurzfilm. Hätte ich ja auch noch warten können. Was ist? Alles richtig? Ja, klar. Wenn ich da an unseren ersten Kinobesuch denke, da habe ich ja so ziemlich alles falsch gemacht. Nachos mit Käsesauce und Spezi. Das war wirklich eklig. Vor allem habe ich gedacht, du machst gleich wieder mit mir Schluss. 2 Sachen haben sich ja definitiv geändert. Früher wärst du nie freiwillig in so einen Film gegangen, sondern nur mit mir in so Schnulzfilme. Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich damals gelitten habe. Und jetzt gehst du in die Mittagsvorstellung, mitten im Sommer. Naja, mittags ist nicht so viel los im Kino. Die ganze WG macht sich Sorgen. Du bist andauernd unterwegs und keiner weiß wo. Dabei ist die Lösung so simpel. Du bist einfach mittags im Kino. Das bleibt aber unter uns, ja? Reich mir mal das Konfekt drüber, Baby. Das hat sich auch nicht geändert. Der Fritsche kauft Eis und isst es dann selber. Ja. Tschüss, Felix bezahlt. Okay. Der Zweitschlüssel meiner Tochter für das Zimmer, sie braucht ihn nicht mehr. Also wie gesagt, nach der Modemesse kann Vanessa auch gerne in ein anderes Zimmer ziehen. Dann ist ja wieder genug frei. Ich bezweifle, dass sie das möchte. Und es ist mir auch egal. Soll sie doch sehen, wo sie unterkommt. Ich wollte dann für Robin und mich zahlen. Ja, okay. Felix von Beinbach. Du kannst ihr gratulieren. Wieso? Wenn du schon sonst nichts im Leben auf die Reihe kriegst, dass meine Tochter kein Wort mehr mit mir redet. Du hast es geschafft. Ich? Ja, deinetwegen ist aufgeflogen, dass Vanessa nicht von dem Penner aus dem Rhein gefischt wurde.
Warum hat's keiner erfahren? Deinetwegen. Deinetwegen sind wir auch vom Schloss geflogen. Und deinetwegen redet meine Tochter kein Wort mehr mit mir. Aber freu dich nicht so früh. Du bringst Vanessa und mich nicht auseinander. Du nicht. So, das macht dann 5,60 €. Ja, klar. Warum können wir nicht endlich alles hinter uns lassen? Ein neues Leben anfangen. Ein glückliches Leben. Weil wir unserem alten Leben ständig begegnen. Charlie. Guten Tag. Frau Schneider. Angelo, kümmern Sie sich um die Herren. Bringen Sie die Karten und empfehlen Sie die Flusskrebstambal. Ich kann auch verstehen, dass Johannes mich nicht mehr sehen will. Jetzt, wo er Bescheid weiß, gibt es zwar keine Lügen mehr, keine Geheimnisse. Trotzdem. Ja, solange verletzte Gefühle im Spiel sind, werdet ihr nie zur Ruhe kommen. Cecile, ich glaube, da gibt's nur eins. Du musst Silke ausfindig machen. Was? Ja, damit löst du gleich alle Probleme auf einmal. Du nimmst Leonard seine Sorgen, er erkennt, dass du nichts gegen Silke hast und es steht endlich nichts mehr zwischen euch. Der Typ ist ja immer noch da. Gehen wir noch ein bisschen ins No Limits? Hi. Gehört der Typ da zu dir? Hey, hi. Ist die Post von heute? Nee, von gestern. Die von heute kommt noch. Ich mach 3 Kreuze, wenn ich den Umbau bei Arno pannenfrei über die Bühne gebracht habe. Was haben wir denn hier? Millionär mit einem Klick. Bist du ja schon. Rentenvorsorge früh genug beginnen hast du nicht nötig. So, was ist das? Brief von meinem Vater. Hey, was soll das denn? Du hast doch keinen Kontakt mehr zu ihm, oder? Ja, und es soll auch so bleiben. Und was treibst du heute noch so? Ja, ich habe heute Nachmittag noch einen Termin bei meinem Prof in der Uni. Da kannst du ja noch ein bisschen von Vanessa träumen. Was soll das denn heißen? Peppa! Na, ihre Tränennummer im No Limits, also alle Achtung, die wird immer besser. Und mein Kumpel schmilzt dahin wie ein Stück Butter in der Sonne. Ach, Quatsch. Aber ich habe dafür was wirklich Interessantes von ihrem Vater erfahren. Und zwar? Vanessa will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja, ist das was Besonderes? Ich habe auch keinen Bock mehr auf meinen Vater. Man kapierst es nicht. Bernd war immer gegen unsere Beziehung. Mich hat er schlecht gemacht und Vanessa manipuliert. Und sie hat's nicht gerafft. Ja, genau. Für sie war ihr Vater doch immer Superdad. Dass er ein Lügner ist, davon wollte sie nichts wissen. Jetzt ist sie endlich selbst dahinter gekommen. Oh nein, Felix. Du willst doch nicht wieder was von Vanessa, oder? Peppa, wenn du so durchdrehst wie dieser Typ hier, kommst du ins Tierheim, verstanden? Gute Besserung. Also von dem Typen habe ich ja auch noch nichts mitbekommen. Und das soll auch so bleiben. Wenn er erfährt, wo ich wohne, steht er mit der Gitarre unter meinem Fenster. Was, so aufdringlich? Dann muss ich dich wohl retten. Junge, Junge, wenn du wüsstest, was deine Freundin für einen Nebenjob hat. Hm? Ich glaube, er hat's geschnallt. Sag mal, die Typen stehen in letzter Zeit alle bei dir Schlange. Erst Luca, dann dieses Exemplar. Sag mal, kann da nicht mal ein Typ dabei sein, der dir wirklich gefällt? Ja, aber auf solche Typen kann ich jedenfalls verzichten. Und wenn wir noch mal in ihrer Wohnung suchen? Nein, das möchte ich nicht. Wieso? Das bringt doch nichts. Ich habe schon überall geguckt.
Ja, aber vielleicht sollte ich mal gucken. Vielleicht finde ich eine Nummer einer Freundin, bei der sie untergetaucht ist. Cecile, vergiss es. Ich habe da mit Silke gewohnt. Das ist nicht deine Angelegenheit. Jetzt weiß ich. Da gab's eine Freundin. Eine Arbeitskollegin. Was meinst du? Im Krankenhaus. Okay, was machen wir hier? Wann kommt die Überraschung? Das ist sie. Du kannst die nächsten Monate hier in Holgers Wohnung wohnen. Er macht gerade ein Auslandssemester in Uganda. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, also hier gibt's keine Frau Kepler, die du rumscheuchen kannst. Und auch keinen weitläufigen Schlosspark, aber ist doch besser als in der Pension. Und jetzt hast du auch genügend Zeit, nach was Passendem zu suchen, hm? Aber Felix, du weißt doch, ich kann mir eine Wohnung gar nicht leisten. Ohne Job. Und in der Holding brauche ich erst gar nicht nachzufragen. Ich streck dir das Geld vor, bis du eine neue Arbeit gefunden hast, okay? Aber dann zahlt ihr auch jeden Cent zurück. Ja, kein Stress. Danke. Was ist? Denk jetzt nicht, dass ich irgendwas dafür erwarte. Irgendeine Gegenleistung oder so, okay? Obwohl, eine Gegenleistung bist du mir schuldig. Was denn? Sei in Zukunft einfach ehrlich zu mir. Versprochen. Und danke, dass du mir noch eine Chance gibst. Diese unangenehmen Begegnungen wie vorhin zwischen Cecile und dem Grafen. Ich darf gar nicht dran denken, wenn Leonard noch dabei gewesen wäre. Karl hat vor ihrer Abreise die Verträge in die Rechtsabteilung gegeben. Das sind die Anmerkungen. Ja, wenn die Punkte so für dich in Ordnung sind. Entschuldige, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, wegen Cecile nehme ich an. Und Silke? Mein Gott, hätte ich sie doch nur selbst gefahren. Also, du konntest doch nun wirklich nicht wissen, dass sie sich vom Fahrer in die Stadt bringen lässt und dann verschwindet. Aber ich hätte es mir denken können. Sie war in einem grauenvollen Zustand. Und hätte psychologischen Beistand dringend nötig gehabt. Ach, jetzt mach dir keine Vorwürfe. Der Einzige, der dazu allen Grund hat, ist dein Bruder. Das Objekt soll 4 bis 5 Meter hoch werden. Cool, das stellen wir dann im Schlosspark auf, zusammen mit meinen Schrottskulpturen. Deswegen wühlst du uns hier alles voll, weil du auf dem Schloss keinen Platz hast für deine künstlerischen Visionen. Weißt du, was wir künstlerische Visionen nicht auf Königsboden bekommen? Depressive Tuschezeichnung von abgestorbenen Bäumen. Ja, die Stimmung da ist im Moment echt zum Kotzen. Gibt's denn was Neues? Nein, leider nicht. Wie war der Film? Du, der war super. Und 3-mal dürft ihr raten, wer da mit mir zusammen im Kino saß und auch auf so abgefahrene Studentenfilme steht. Habt ihr denn überhaupt was vom Film mitbekommen? Na klar, warum denn nicht? Also mir wäre schwer gefallen, mich zu konzentrieren. Hättest ja mitkommen können, aber du wolltest nicht. Ich konzentriere mich jedenfalls lieber auf meine Freundin. Ich gehe dann gleich meine Sachen holen im Pensionszimmer, bevor Dad auftaucht. Ich würde dir echt gern beim Umzug helfen, aber ich muss... Die 2 Koffer schaffe ich auch allein. Alles klar. Wahnsinn, was Leonard für seine große Liebe alles auf sich genommen hat. Ja. Und jetzt ist er mit Cecile endlich glücklich. Trotz aller Hürden und Hindernisse. Manchmal werden Märchen eben wahr. Nein. Nein? Nein. Musst du jetzt wirklich los? Ja.
Bis dann. Bis dann. Hey, hallo. Na, Senorita? Wieder mal auf der Suche nach einer Schlafgelegenheit? Nein, ich habe für die nächsten paar Monate eine eigene Wohnung. Oh, das ging aber schnell. Ja, und ich habe aber leider total viele Sachen auf dem Schloss. Verstehe. Und jetzt brauchst du einen Kutscher, was? Gregor, ich kann mich da nicht mehr blicken lassen. Ja. Ist okay. Ich fahr nach Königsbrunn und hol deinen Kram ab. Hm? Okay. Okay. Cecile, was machst du denn hier? War Silkes Kollege nicht da? Nein. Was versteckst du da hinter deinem Rücken? Hast du die hier gefunden? Mhm. Vielleicht hat sie sich ja doch... Umgebracht? Mit den Schlaftabletten? Die sind auf pflanzlicher Basis, damit schläfst du nicht mal einen Tag durch. Und jetzt gib mir bitte Silkes Wohnungsschlüssel zurück. Vielleicht habe ich ja doch recht und Silkes Verschwinden hat einen ganz harmlosen Grund. Lass uns hier noch mal weitersuchen. Cecile, das hatten wir doch schon. Hier gibt's nichts mehr zu suchen. Und jetzt gib mir bitte Silkes Schlüssel. Das ist ja echt der Hammer. Genau das Richtige, damit du mal eine halbe Stunde nicht an deinen Familienstress denkst. Aber hier bei dem Film, die Spezialeffekte und die Action-Szenen, das war der Hammer. Und Jan hat das alles durchgestanden? Naja, zwangsweise. Du erzählst es keinem weiter? Okay. Ich glaube, Jana war gar nicht freiwillig im Kino. Sie hat sich vor ihrem Verehrer versteckt. Ah ja, klar, das macht man ja auch in so einem Fall. Nein, jetzt ganz im Ernst. Also, als wir aus dem Kino raus sind, stand plötzlich dieser Typ immer noch da. Mit einem riesigen Strauß Rosen. Und dann? Jana wollte nichts wie weg. Aha. Naja, ich werde jedenfalls nicht schlau aus dieser Frau. Irgendwie ist das alles wie bei Luca. Sie macht ihm Hoffnung und dann bye-bye. Hast du mal mit ihr drüber geredet? Das geht dich nichts an, Andi. Nee. Aber was will sie nur mit so alten Säcken? Ich komme mir vor wie in der 5. Klasse im Bastelunterricht. Jana, Jana, hier entsteht große Kunst. Ja, schon klar. Felix, du bist nicht mehr ganz dicht. Mann. Das ist eine Notsituation. Vanessa weiß nicht, wohin. Ach, und da besorgst du dir direkt eine neue Wohnung. Geh heute besser nicht mehr in die Sonne, Felix. Obwohl, es kann eh nicht schlimmer werden. Ist das dein Ernst? Ja, deine Meinung musst du mir jetzt nicht auch noch reindrücken, okay? Ich halte mich da raus. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Auch das. Ich habe es mit Vanessa von Beinbach zu tun und muss mit allem rechnen. Vielen Dank. Nett ausgedrückt. Was kann ich denn für meine Gefühle, hä? Und ich bin mir sicher, Vanessa ändert sich nach allem, was passiert ist. Jedenfalls werde ich sie nicht so schnell aufgeben. Völlig richtig. Das sollte man bei Frauen nie. Na, wenigstens ihr beide seid einer Meinung. Sag mal, gibt's hier auch was zu trinken? Ich schau mal im Kühlschrank nach. Ja, ganz nette Wohnung. Wenn man bedenkt, wie schnell du sie gefunden hast. Naja, man muss etwas nur ganz doll wollen. Und dann kriegt man das auch. Aber daran bist du ja Spezialistin. Sag mal, und die anderen Koffer? Sollen die in den Keller? Das wäre schön, wenn du die hochbringen könntest. Ich dachte, da sind Winterklamotten drin.
Bitte. So soll es sein. Tja, Felix, wenn ich will, der hat schon. Ups, Vanessa, wie ungeschickt. Gut, dann fahre ich aufs Schloss und überarbeite die Verträge. Ich komme später nach. Charlie, würden Sie bitte meine Rechnung fertig machen? Ja, natürlich. Angelo? Danke sehr. Graf Lahnstein, hätten Sie einen Moment? Gern. Ich bin sehr betroffen. Ich habe gehört, dass Silke verschwunden ist. Seit gestern Abend, ja. Sagen Sie, Charlie, wie lange wussten Sie eigentlich schon von Cecils Affäre mit meinem Sohn? Ich? Naja, also... Schon gut. Herr Graf, Ihre Karte und die Rechnung. Ja, danke sehr. Silke ging es gestern Abend sehr schlecht. Ich kann nicht genau sagen, wie schlecht und wie weit sie gehen würde. Leonard und Cecile machen sich jetzt sicher große Sorgen und Vorwürfe. Ja. Aber ich habe nicht das geringste Mitleid mit ihnen. Und sollte Silke sich etwas angetan haben, dann müssen auch Sie mit dieser Schuld leben. Charlie. Ich hatte dich doch ausdrücklich gebeten, nicht in ihre Wohnung zu gehen. Cecile, ich verstehe wirklich nicht, was das soll. Warum hörst du nicht auf mich? Du wolltest doch mit der Vergangenheit abschließen. Was ist dein Problem? Willst du mir unterstellen, dass ich aus reiner Neugier fremde Schränke durchsuche? Ich wollte nicht, dass du dir das antust. Ich habe mir Sorgen gemacht. Um mich? Willst du mir erzählen, dass es hier um mich geht? Es geht um Silke. Es geht immer nur um Silke. Cecile, bitte. Cecile, was? Ich wollte, dass wir sie finden. Aber du scheinst immer noch nicht in der Lage zu sein, diese unendliche Geschichte ein für alle Mal zu klären. Mir ist eben sowas Blödes passiert. Ich habe mir Saft über die Bluse gekippt und dann habe ich mir dein Hemd ausgeliehen. Wenn du es aber unbedingt wieder haben willst, dann kann ich auch schnell das hier anziehen. Nee, lass mal. Felix. Schätzchen, was ist denn schon wieder passiert? Ach. Wir reden besser später drüber. Hm? Was willst du? Hast du dir wieder Sorgen um mich gemacht? Cecile, bitte. Komm, wir setzen uns darüber. Einen Augenblick, ja? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das Letzte, was ich will, ist dich verletzen. Mich ärgert das einfach. Immer wenn der Name Silke fällt, macht es Klick und wir gehen aufeinander los, ob sie da ist oder nicht. Ja, du hast recht. Das war meine Schuld. Nee, ich habe mich blöd benommen. Sollen wir uns jetzt darüber streiten, wer Schuld hatte? Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Charlie. Ich bin noch mal zurückgekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Es tut mir leid. Bitte sehr.